Hallo und guten Tag mit dem Auto über dem Comer See. Wie das funktioniert, das zeige ich in meinem Video. Und wer sich dafür interessiert, der bleibe bitte dran. An einem Nachmittag im Mai habe ich mich mit Georg unten am See getroffen. Action. Ja, hallo, mein Name ist Georg Karaus. Ich bin stolzer Besitzer eines Amphicars 770, gebaut in den 60er Jahren der Quandt-Gruppe beim IKW und DWM in Berlin. Es wurden insgesamt 3780 Stück von diesem schönen Fahrzeug gebaut, erst für den amerikanischen Markt. Viele sind auch in die Staaten gegangen, Anfang der 60er Jahre, und dann wurde es für den deutschen Markt auch eröffnet. Und in 62, 63 und 64 und nachfolgenden Jahren wurden noch Fahrzeuge abverkauft. In Deutschland war es ein großer Flop oder ein teurer Flop, weil dieses Auto hat gekostet 1963 so viel wie 2,5 Käfer, also 10.500 Mark. Und das konnten sich in den 60er Jahren wenige Deutsche erlauben, als reines Spaß- oder Freizeitmobil. Dieses Auto, was Sie hier sehen, gehörte mal einem Clubkameraden von mir, dem Amphicar Club aus Berlin, und das Auto konnte ich erwerben 1999 vom Wolf-Dietrich Fuhlmann, der aus Marburg kommt oder der dort noch immer lebt, aber altersbedingt dieses Fahrzeug abgegeben hat. Ja, und dieses Fahrzeug ist schon eine ganze Zeit am Comer See, 10 Jahre jetzt, und wie gesagt, ich fahre Schwimmauto schon seit Anfang der 90er Jahre. 91, 92 ging es los mit Schwimmautos. Ja, dieses Auto ist Baujahr 1963, im Originallack, Originalzustand. Nur die Innenausstattung ist ein bisschen modifiziert in einer anderen Farbe des Leders. Er wurde mal ausgeliefert in Rot-Weiß, aber mir persönlich gefiel es nicht. Aber wie gesagt, der Farbton ist der Originale. Fahrzeug ist immer noch hundertprozentig schwimmfähig und auch fahrfähig. Nur große Touren wie mit dem Wohnwagen Richtung Italien heute nicht mehr. Okay. Yes? Okay. Yes. Kaum zu glauben, aber das Auto, es schwimmt. Wir fahren mit dem Wind in Richtung Norden. Obwohl oder vielleicht gerade, weil es tief im Wasser liegt, vermittelt es ein gutes Gefühl der Sicherheit. Vom Ufer sah der See eigentlich ganz ruhig aus, aber auf dem See merkt man doch den durch den Südwind verursachten Wellengang deutlich. Rezzonico bietet eine fantastische Kulisse für die Fahrt mit dem Amphicar auf dem See. Sieht ja wirklich malerisch aus da mit dieser Festung da oben drauf. Also das ist ein ganz, ganz toller Ort. Der ist nur ganz bescheiden zu erreichen. Ja. Auf welcher Höhe wohnst du ungefähr? Nach dem Alimentari? Ja, wir wohnen ja in Mastena, ne? Okay. Das gibt natürlich was her, wenn du am Ufer entlang fährst und hast das Ufer. Weil wenn du nur auf dem See bist und nur Wasser siehst, das ist dann nicht so schön. Nee. Das ist echt toll. Alles Maurer gewesen und alle haben dann beim Curti oder in Lugano geschafft. Die waren schon. Danke. Das hört sich aber wirklich wie eine Schiffstute an. Das ist eine Schiffshupe. Ist eine Schiffshupe. Ja, klar.
Auf dem Rückweg geht es gegen den Wind. Der Wellengang ist deutlich zu spüren und das Wasser spritzt ordentlich. Das ist von allem was mit. Jetzt gegen die Wellen wird deutlich, dass das Amphicar keine ideale Schiffsform mit einem spitzen Bug hat. Es geht daher nur langsam zurück. Die Ausfahrtsstelle ist erreicht und es geht wieder an Land. Ein spannender Ausflug über den See geht zu Ende. Das Amphicar ist in jedem Fall ein Hingucker. Es zieht immer wieder Blicke auf sich und stößt regelmäßig auf großes Interesse. Und Georg erklärt immer wieder gerne und in Ruhe die zahlreich gestellten Fragen. Du musst einen Lenzeimer bei haben. Das ist kein Witz, das ist... Du hast hier sind Rettungswesten unterm Auto. Vor ein paar Jahren hat übrigens Georg ein großes Treffen von Amphicars hier am Comer See organisiert. Vielen Dank, lieber Georg, für den schönen Ausflug über den See.